Wir hatten gerade ein wertvolles Ersatzteil abgeholt und waren auf dem Rückweg nach Alberan. Bisher hatte es zwar keine Zwischenfälle gegeben, allerdings wurde ich das dumme Gefühl nicht los, dass uns noch was ganz Übles bevorstehen würde. Claude, kannst du mal nachsehen, ob irgendwelche fremden Objekte in Sicht sind? Das bin ich, Askorian Palmer, auch Asko genannt. Wertstoffhändler und Ersatzteilbeschaffer, mit Sitz auf Alberan. Unser Geschäft ist klein, hat aber einen sehr guten Ruf. Das hängt damit zusammen, dass ich bisher jedes Versprechen, ein bestimmtes Ersatzteil zu besorgen, halten konnte. Und so war es auch diesmal wieder gewesen. Na klar, Asko, kommt sofort. Es ist nicht zu sehen. Das ist Claude Dupont, Navigator und Finanzverwalter. Claude und ich kannten uns schon lange. Er war Bankangestellter und hatte mir einen sehr günstigen Kredit verschafft. Sein Chef war aber alles andere als begeistert davon und feuerte ihn sofort. Daraufhin bot ich ihm eine Stelle bei mir an. Danke, Claude. Wie sieht's bei dir aus, Nigosch? Die Maschinen arbeiten völlig normal, Sir. Die Energie wird knapp reichen. Das ist Nigosch Taron, unser Maschinist. Er ist Hakaner und verfügt daher über einige außergewöhnliche Fähigkeiten. Er hatte gerade eine Haftstrafe hinter sich und die Polizei fragte mich, ob ich einen Maschinisten brauchen könnte. Ich entschloss mich, ihm eine faire Chance zu geben. Er nutzte sie und seitdem arbeiteten wir problemlos zusammen. Danke, Nigosch. Linda, hast du irgendwelche ungewöhnlichen Funksprüche bemerkt? Nein, Asko. Alles ganz normal. Das ist Linda Nowak, Kommunikationsexpertin und Astrobiologin. Linda hatte mal als Praktikantin bei uns angefangen. Durch ihre ruhige und freundliche Art hatte sie mir schon oft bei besonders schwierigen Kunden geholfen. Auch ihre medizinischen Kenntnisse haben uns schon mehrmals gerettet. Siehst du, alles in Ordnung. Mach dich nicht verrückt. Alberan ist nicht mehr so weit weg, das schaffen wir schon. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Du weißt ja, unsere Delfin ist kein Kampfschiff und unser Schutzschirm ist auch nicht der beste. Und groß ausweichen können wir auch nicht, dafür haben wir zu wenig Energie. Aber wir haben doch nichts Besonderes an Bord. Nur so einen komischen Dreizack. Tja, er ist aus einem Material, das wir nicht kennen. Allein das macht ihn schon interessant für Langfinger. Und er war ganz schön teuer. Hoffentlich wird sich das Geschäft lohnen. Das hoffe ich auch. Sonst musst du bald wieder bei deiner Bank arbeiten. Bloß nicht. Nanu? Das Radar zeigt plötzlich was an. Da kommt einer direkt auf uns zu. Okay, dann starten wir mal ein kleines Ausweichmanöver. Captain, ich denke, das reicht. Unser Energieverbrauch wird sonst zu groß. Du hast recht, Nigosch. Claude, wie sieht's jetzt aus? Er verfolgt uns. Na gut, halten wir mal an und fragen, was er will. Linda, kannst du bitte mal Funkkontakt mit ihm aufnehmen? Schon geschehen, Asko. Bisher leider keine Antwort. Wir haben gleich Sichtkontakt. Gut, Schutzschirm einschalten. Er sagt, wir haben 10 Sekunden, um den Dreizack herauszugeben, sonst schießt er auf uns. 10 Sekunden? Das reicht dir nicht mal, um die Ladeluken zu öffnen. Sag ihm bitte... Asko, der schießt auf uns. Ja, das ist wohl einer der ganz schnellen Sorte. Aber jetzt gibt's Saures. Sir, unser Schutzschirm ist überlastet. Gleich wird er zusammenbrechen. Mal ein paar Sekunden, Nigosch. Gleich haben wir ihn. Hey, super, du hast ihn erwischt. Was war das? Tut mir leid, Sir. Unser Schutzschirmgenerator ist explodiert. Der Stabilisator ist defekt und die Energiebank hat ein Leck. Wir verlieren massiv Energie. Verdammt. Schaffen wir es noch bis zur nächsten Raumstation? Nein, Sir. Unsere Verlustrate ist zu hoch. Wie lange haben wir noch Energie? Nur noch ein paar Minuten, Sir. Was jetzt? Tja, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Fertig machen zur Notlandung. Und wo wirst du landen, Asko? Auf dem Planeten dort vorne, Linda. Aber haltet euch gut fest. Es könnte etwas holprig werden.
Asko, sind wir jetzt tot? Sieht nicht so aus, Claude, aber es war eine ziemlich harte Landung. Ist jemand verletzt? Nein, Sir. Bei mir ist auch alles in Ordnung, Asko. Gut, Nigosch, kannst du bitte den Notstromkreis einschalten? Ja, Sir. Danke. Ich schlage vor, dass wir als nächstes aussteigen und uns die äußeren Schäden ansehen. Linda, kannst du uns sagen, welche Zustände da draußen herrschen? Moment, Asko. Atmosphäre besteht aus Kohlendioxid und Stickstoff. Keine Vegetation, nur Felsen. Außentemperatur 15 Grad Celsius. Keine Lebensform erkennbar. Klingt nicht gerade einladend, Asko. Immer noch besser als ein Kolbenfresser. Holt eure Helme. Claude, bitte öffne die Luke auf mein Kommando. Ein Kolbenfresser? Was ist das denn? Alles in Ordnung, Claude. Du kannst kommen. Also ich muss echt sagen, die Antigravitationsgürtel in unseren Anzügen funktionieren richtig gut. Tja, das stimmt, aber sie haben auch eine Stange Geld gekostet. Hallo Jungs. Hallo Linda, wo ist denn Nigosch? Hier, Sir. Ich bin nur zur anderen Seite rausgegangen. Sag mal, Asko, warum hat die Nigosch keinen Helm auf? Tja, Nigosch braucht nie einen Helm. Das ist einer der Vorteile, wenn man Takana ist. Also gut, lasst uns nun die Schäden ansehen. Tja, offenbar sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Was meinst du, Nigosch? Unseren Bug hat es ziemlich stark erwischt, Sir. Der Mittelteil ist zum Glück intakt geblieben. Wir haben allerdings unsere Steuerdüse verloren. Und, wie lange glaubst du, wird die Reparatur etwa dauern? 2 Tage mindestens, Sir. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir keine Energie haben. Schau mal, Asko, das Tummerfeld da links drüben. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die auf diesem Planeten abgestürzt sind. Scheint wirklich so. Vielleicht ist ja unter den Tummerteilen eins dabei, das wir als Ersatzteil nutzen können. Okay, Nigosch, fang sofort mit den Reparaturen an. Ja, Sir. Linda, versuch mal durch Analyse herauszufinden, ob du irgendwo eine Energiequelle auftreiben kannst. Geht klar, Asko. Claude, du kommst mit mir. Wir werden die verlorene Steuerdüse suchen. Vorher werden wir allerdings noch unsere Strahlenpistolen mitnehmen. Verstanden, Asko. Halt! Schau dich mal um, ob du hier irgendwelche Spuren siehst. Glaubst du wirklich, dass die Strahler hier nötig sind? Linda hat doch keine Lebensformen festgestellt. Verlass dich da nicht drauf. Sie hat nur festgestellt, dass hier keine sind, die wir kennen. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht noch andere gibt. Wart mal, Asko, ich habe eine Idee. Und? Siehst du irgendwas? Ja, da vorne. Du hast recht, das könnte unsere Steuerdüse sein. Hä? Aber was steht dann da neben ihr? Sieht aus wie ein Roboter, aber er rührt sich gar nicht. Vielleicht beobachtet er uns. Ja, durchaus möglich. Deshalb sollten wir jetzt... Los, duck dich! Gleich hinter den Felsen! Sag mal, Asko, warum schießt denn der Roboter auf uns? Wir haben ihm doch gar nichts getan. Nein, aber er schießt ja auch nicht auf uns. Nicht auf uns, aber wer? Ich schau selbst nach. Asko, das ist ja noch ein Roboter. Und der kommt immer näher und näher. Weiß ich nicht, wir müssen die Nerven behalten. Wenn ich jetzt 3 sage, dann schießen wir beide auf dein Laserauge, okay? 1, 2 und 3. Asko, unsere Laserschüsse machen ihm nichts aus. Er hat den Roboter vernichtet. Dann wird's Zeit, sich zu bedanken, aber unbewaffnet. Woher weißt du denn, dass der nicht plötzlich auch auf dich schießt? Weil ich unbewaffnet bin und nur die Steuerdüse holen will. Aber wenn du willst, kannst du ruhig hier bleiben und mir Deckung geben. Ich komme in Frieden und möchte mich bedanken, dass Sie uns gerettet haben. Haben Sie mich aktiviert? Nein, aber das war sicher mein Begleiter da hinten. Moment, ich rufe ihn mal her.
Claude, du kannst jetzt herkommen, aber vergiss die Strahler nicht. Alles klar, Asko, ich komme. Haben Sie mich aktiviert? Ja, versehentlich. Ich danke Ihnen. Ohne Sie wäre ich wahrscheinlich immer noch ein Gefangener. Sie waren ein Gefangener des schwarzen Roboters? Ja, er war ein Vektoid. Sie sind sehr primitiv, aber auch sehr gefährlich. Und wie sind Sie hierher gekommen? Wir sind abgestürzt und mussten unsere Steuerdüse suchen. Jetzt müssen wir sie nur noch zu unserem Raumschiff zurückbringen. Wie sollen wir die Düse denn transportieren, Asko? Sie ist zu schwer für einen alleine. Tja, ich würde sagen, einer zieht und einer schiebt. Könnte zwar ein bisschen holprig werden, aber nur so geht's. Wenn Sie wollen, übernehme ich das. Ich kann das 500-fache meines eigenen Gewichtes tragen. Einverstanden. Wie heißen Sie eigentlich? Meine genaue Bezeichnung lautet T4, C2, H7, 4F, 3B, 4Z, 9P, RX. Ja, danke. Lassen wir es bei T4, das können wir uns leichter merken. Ich bin übrigens Asko und der drüben ist Claude. Können wir jetzt anfangen, T4? Ich bin bereit, Asko. Ja, das könnte funktionieren. Schau mal, Nigosch, da vorne kommen Asko und Claude. Hm? Oh, tatsächlich. Hallo ihr beiden. Wie weit seid ihr mit den Reparaturen? Wir sind ganz gut vorangekommen, Sir. Unseren Bug haben wir wieder hingekriegt. Wir haben auch ein Ersatzteil für unseren Schutzschirmgenerator gefunden. Wir müssen es allerdings noch testen. Das Problem mit der Energie und der fehlenden Steuerdüse haben wir allerdings immer noch. Die Steuerdüse haben wir zum Glück gefunden und T4 hat sie hergebracht. Wer ist T4? Er ist der Roboter, der da hinter mir steht. Darf ich vorstellen? Das ist... Nanu? Wo ist er denn hin? Ich habe Ihre Steuerdüse wieder installiert. Sie ist jetzt einsatzbereit. Danke T4. Das nenne ich wirklich prompten Service. Darf ich vorstellen, das ist T4C2. Er hat uns gerettet, als wir von einem anderen Roboter angegriffen wurden. T4, die da drüben sind Nigosch, unser Maschinist, und Linda, unsere Wissenschaftlerin. Ich war ein Gefangener. Herr Claude hat mich wieder aktiviert. Und wie hat er das getan? Die Einzelheiten erzählen wir euch später. Linda, hast du hier eine Energiequelle gefunden? Leider nicht, Asko. Das Sonnenlicht ist zu schwach, und im Schrott gab es keine Energiezellen. Ich habe nur diese merkwürdigen Kristalle gefunden und versuche herauszufinden, ob wir sie nutzen können. Das sind Pyronidkristalle, Herr Asko. Meine Leute benutzen sie zum Raumschiffantrieb. Das hier kannst du vergessen, T4. Wir reden uns hier nur mit Namen an. Kannst du uns auch diesen Kristallantrieb einbauen? Ja, das kann ich. Allerdings könnte ich etwas Hilfe gebrauchen, dann sparen wir Zeit. Gut. Nigosch, zeig ihm die Maschinen und unterstütze ihn. Ja, Sir. Linda, du übergibst T4 den Kristall und schaust nach, ob du noch weitere finden kannst. Alles klar, Asko. Claude, wir bringen die Strahler weg und suchen dann ebenfalls nach weiteren Kristallen. Ja, Asko. Gut, dann lass uns gleich anfangen. Ich denke, wir haben jetzt genug Kristalle gesammelt. Das reicht erstmal. Schau mal, Asko, was ich gerade noch gefunden habe. Den hat echt immer so ein Finderglück. Das ist wirklich ein Prachtexemplar, Linda. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wir haben die Reparaturen abgeschlossen, Sir. Wir können jetzt starten. Ausgezeichnet. Dann steigt schon mal wieder ein und macht euch startbereit. T4, ich muss dich noch etwas fragen. Ich bin bereit. Also T4, wir fliegen jetzt erst nach Alberan und dann bringe ich dich zu deinen Leuten. Einverstanden? Nein, das ist nicht möglich. Warum nicht? Weil die Mektroiden vor langer Zeit meinen Planeten erobert haben. Sie kamen zu schnell und zu zahlreich und wir konnten ihnen nicht lange standhalten. Seitdem haben sie viele von uns deaktiviert oder umgebaut. Dann würde ich dir vorschlagen, einfach so mit uns zu kommen. Bis wir deine Leute treffen, kannst du gerne ein Mitglied meiner Mannschaft sein und weiter Nigosch helfen. Ich akzeptiere diesen Vorschlag.
So, seid ihr alle bereit? Ja, Asko. Ja, Sir. Ja. Ich bin auch bereit, Asko. Sehr gut. Claude, speichere unsere Koordinaten ab. Man weiß nie, ob wir nicht eines Tages wieder zu diesem Schrottplaneten zurückkehren müssen. Mache ich, Asko, obwohl ich ehrlich gesagt nicht besonders scharf darauf bin, hierher zurückzukehren. Gut, dann setze den Kurs auf Alberan. Nikos, startet die Maschinen. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Ja, Sir. Na, das hätten wir erstmal geschafft. Ich finde, für ein altes Weltraumtaxi hat sich unser Delfin gut gehalten. War die Delfin denn früher wirklich mal ein Weltraumtaxi? Klar, was meinst du denn, warum ich früher mal diesen Kredit von dir gebraucht habe? Endlich, Alberan kommt in Sicht. Alberan ist ein erdähnlicher Planet im Alta-Star-System. Etwas kleiner als die Erde, hat aber dafür 2 Monde, Araxas und Udea. Ich hatte ihn als Hauptsitz gewählt, weil er nahe an den unerforschten Welten liegt und es hier immer einen erhöhten Bedarf an Ersatzteilen gibt. Hallo Betty, wir sind gerade angekommen. War unser Kunde mit dem Dreizack schon hier? Hallo Asko, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, er war hier und will heute noch einmal vorbeikommen. Ich würde dir gerne noch jemanden vorstellen, Betty. Betty, das ist T4C2, ein Roboter, der uns in einer besonders gefährlichen Situation gerettet hat. T4, das ist Betty Harper. Sie ist unsere Sekretärin und passt auf unser Geschäft auf, wenn wir unterwegs sind. Du kannst hier bei uns wohnen, wenn du willst. Ich akzeptiere diesen Vorschlag. Kann ich mir das Gebäude mal ansehen? Klar, kannst du. Der Eingang ist hinten. Hallo Betty. Hallo Linda, einen echt schönen Kristall hast du da in der Hand. Ja, den haben wir vor kurzem auf einem Planeten gefunden. Er fragt, ob wir ihm jetzt den Dreizack geben können. Ja, das können wir. Tana Uruka. Claude, bring ihm den Dreizack. Was ist denn? Hat er irgendwas auszusetzen? Nein, er fragt, was wir für den Kristall haben wollen. Er bietet uns das Doppelte des Dreizacks an. Das Doppelte? Meint er das wirklich ernst? Tarakapurunta Urukorakamai. Er sagt, er bietet uns jetzt das 10-fache. Das ist sein letztes Angebot. Wirklich? Dann schlag ein. Oh Mann, Asko. Da besorgen wir mühsam diesen Dreizack und da kauft der Kunde unseren Kristall für das 10-fache. Ich fasse es nicht. Tja, der Weltraum steckt halt voller Überraschungen. Aber vielleicht sollten wir unter die Kristallhändler gehen. Was meinst du? Oh nein, da müssen wir ja wieder auf diesen Schrottplaneten zurück. Das halte ich nicht aus. Ich brauche dringend Urlaub.